Suchst du noch nach einer originellen Idee für die Grillsaison? Wie wäre es dann mit dieser Brotbackmischung? Ich habe mir ein bisschen was ausgedacht und zwar habe ich jetzt hier einmal ein helles Mehl. Ihr könnt Dinkel oder Weizen zum Beispiel nehmen. Und dann habe ich Paprika, klein geschnitten, so kleine Würfel und das Ganze dann getrocknet. Das geht im Dörrautomat, wenn schönes Wetter ist, natürlich auch draußen. Ich habe, weil es zu dem Zeitpunkt tiefster Winter war, das in meinem Mini-Backofen gemacht. Und dann gebe ich jetzt hier ein bisschen Vollkornmehl hinzu. Das bisschen, was jetzt drüber gegangen ist, ist nicht schlimm. Das ist jetzt ein Roggenvollkornmehl. Auch hier könnt ihr das sonst auch austauschen. Ihr könnt auch Dinkel oder Weizen nehmen. Dann gebe ich hier noch das Salz hinzu. Also wir machen jetzt die Brotbackmischung, wo wir die ganzen trockenen Zutaten hinzugeben. Das hier, das sind getrocknete Zwiebeln. Die habe ich klein püriert, getrocknet und dann fein gemahlen. Und schon allein dieser Duft ist so herrlich. Dazu gibt es noch Zitronenmelisse. Selbstverständlich könnt ihr das auch mit etwas anderem austauschen. Auch bei der Paprika könnt ihr auch zum Beispiel getrocknete Tomaten nehmen oder vielleicht auch Zucchini, also irgendwas, wo ihr Lust drauf habt. Und dann verschenkt ihr das Ganze. Das geht das ganze Jahr über. Durch die trockenen Zutaten ist das natürlich länger haltbar. Und der Beschenkte nimmt dann das Glas und gibt das komplett in eine Schüssel hinein. Und jetzt brauchen wir noch natürliche Backtriebmittel. Ich habe hier Hefewasser verwendet. Wie man das macht, erfahrt ihr oben rechts unter dem i. Und dann habe ich hier noch so einen Sauerteigrest von der Auffrischung. Das verwenden wir jetzt auch. Wie man Sauerteig ganz einfach selber macht, erfahrt ihr oben rechts auch unter dem i in meiner Playlist. Ihr könnt dieses Rezept aber auch super benutzen, um zum Beispiel Sauerteigreste zu verwerten. Manchmal ist es ja so, dass vom Sauerteig auffrischen da was übrig ist. Das ist vielleicht nicht mehr ganz so triebstark, aber dadurch, dass wir das Hefewasser benutzen, reicht das schon komplett aus. Von daher tolles Resteverwertungsrezept. Und dann habe ich jetzt hier schon mal meine Teigpeitsche von Rammershofen und meiner KitchenAid bereit gemacht. Damit klappt das richtig gut, weil da ja auch so ein kleiner Anteil Roggen ist, wird der Teig ja erfahrungsgemäß dann ein bisschen klebriger. Ich knete das dann schon mal ein bisschen durch. Und jetzt kann es bei euch sein, dass ihr die Mehle ausgetauscht habt. Ihr habt zum Beispiel statt hellem Mehl Vollkornmehl genommen oder statt dem Vollkornmehl ein helles Mehl. Dann kann es sein, dass ihr mehr oder weniger Flüssigkeit benötigt. Und das möchte ich euch gerade zeigen. Ich gebe jetzt schlückchenweise einmal die Buttermilch hinzu. Die Veganer unter euch können dies natürlich auch mit Pflanzenmilch ersetzen. Und dann könnt ihr nämlich die Konsistenz sehen. Ich gehe nämlich mittlerweile wirklich dahin, dass ich sage, okay, ich fange an, meine Mehle selber zu mahlen und dann ist das einfach unterschiedlich, wie sich das Mehl verhält von der Flüssigkeitsaufnahme. Mal braucht es mehr, mal ein bisschen weniger. Und da ist es dann immer ganz gut, wenn man sich dann so schlückchenweise rantraut. Habe es dann wieder 1, 2 Minuten durchkneten lassen, dann wieder die Buttermilch hineingegeben. Und als dann die Konsistenz so war, wie ich mir das so vorgestellt habe, das könnt ihr gleich sehen, habe ich das dann in ein Glasgefäß gegeben. Ihr könnt das Ganze zwar auch in der Schüssel aufgehen lassen, aber gerade bei Sauerteigen oder wenn man vielleicht neu ist bei dem Brotbacken, finde ich es ganz gut, Glasgefäße zu benutzen, weil man da dann sehen kann, wie sich der Teig entwickelt. Besonders bei Roggenteigen ist es nämlich so, dass ihr oben auf der Oberfläche gar nichts erkennen könnt und ihr dann an den Seiten bzw. unten drunter das dann seht, wie die Bläschen sich da entwickelt haben. So, und ihr seht es, der Teig ist ein bisschen klebriger. Das liegt aber wirklich tatsächlich an dem Roggenmehl. Das ist völlig in Ordnung. Ich knete das jetzt hier einfach weiter. Da ich Weizenmehl verwendet habe, könnt ihr es ruhig länger durchkneten. Manche gehen dahin zu, dass sie sagen, nee, sie kneten es dann ganz kurz, aber weil der Großteil aus Weizenmehl besteht, müssen wir da natürlich ein bisschen länger durchkneten.
So, und ihr seht es, der Teig ist ein bisschen weich und klebrig, aber noch nicht zu weich. Der geht dann jetzt hier in das Glasgefäß. Einmal der Deckel drauf. So, und dann bei Zimmertemperatur stehen lassen, bis er sich so schön entwickelt hat. Wenn ihr einen guten Sauerteig habt und ein schönes Hefewasser, dann circa 3 bis 6 Stunden bei Zimmertemperatur, also schön kuschelig warm. Ihr seht es hier, er klebt auch nicht zu sehr. Und dann will ich es noch ein bisschen rustikaler machen. Also es soll ein richtig schönes Grillbrot werden. Und deswegen habe ich hier getrockneten Sauerteig. Und ihr könnt alternativ auch Grieß verwenden oder auch ganz normales Mehl natürlich. Und da wende ich jetzt das Brot drinne und wirke es rund. Ich mache heute ein rundes Brot. Ihr könnt es auch länglich natürlich formen, so wie ihr das am liebsten mögt. Aber ich teste auch noch mal was aus. Ich habe euch vor längerer Zeit einmal die Backutensilien von Denkkeramik gezeigt. Und einige von euch hatten sich gewünscht, dass ich dann mal zeige, Mensch, lohnt sich das überhaupt? Macht das Sinn? Wie funktioniert das Ganze? Und das zeige ich heute auch. Und zwar habe ich hier einmal dann die Brotplatte, die ich jetzt heute nutzen werde. Demnächst zeige ich auch noch mal Rosinen und Campingbrötchen mit der Brötchenplatte. Im Prinzip kann man sagen, diese Platten sind ähnlich wie ein Backstein in der Verwendung, aber auf einem Backstein kann ich jetzt kein Wasser reinmachen. Und das ist dann der Vorteil dann wieder von den Backutensilien von Denkkeramik, weil die so eine Wasserrille haben. Aber zeige ich euch gleich. Den Teig habe ich jetzt noch mal so 30 bis 60 Minuten im Gärkörbchen gehen lassen. Die Zeit hängt einfach davon ab, wie stark das bei euch ist. Dann habe ich hier diese Brotschlinge, also diese Silikonmatte, die man für Backen im Topf verwendet. Die nehme ich jetzt hier. Und diese Keramikform, das ist diese, die habe ich vorher im Mini-Backofen aufheizen lassen. Im großen Backofen braucht ihr da vielleicht so eine Stunde. Im Mini-Backofen reichen tatsächlich 20 bis 30 Minuten. Dann schneide ich das Ganze schön ein. Ich versuche das auch tief genug einzuschneiden, damit das auch schön aufgehen kann. Und am Rand könnt ihr vielleicht sogar noch die Sauerteigreste erkennen von diesem getrockneten Sauerteig. So richtig schön tief einschneiden. Es ist schon ein bisschen weich aufgrund des Sauerteiges und dem Hefewasser. Und dann würdet ihr die Schale in den Backofen geben und dann das Wasser hineingeben. Ich habe es jetzt zu Demonstrationszwecken vorher hineingegeben. Und ihr könnt sehen, wie das dampft. Also es ist wirklich ordentlich heiß. Ich schneide nochmal nach, so ein kleiner Angstschnitt hier. So, und dann geht das Ganze in den Backofen. Das muss schnell gehen, es ist wirklich sehr heiß. Und guckt euch das an. Es ist richtig schön aufgegangen. So, wir nehmen es mal raus. Dank der Brotschlinge geht das ganz einfach. Die Keramikplatte lässt sich super einfach reinigen. Also entweder eben mit einer Bürste oder wenn was klebt, eben kurz mit einem Schwamm. Das geht ganz gut. Und dann lasse ich das Brot erstmal ordentlich auskühlen. Habe nochmal die Temperatur geprüft. Das passt. Also da könnt ihr auch nochmal immer nachschauen, ob die Kerntemperatur stimmt. Nachdem es dann abgekühlt war, geht es direkt ans Verkosten. Und ich bin wirklich ehrlich, ich habe mich auf dieses Brot so lange gefreut und ich war aber auch sehr skeptisch, weil ich vorher noch nie Paprikastücke in meinem Brot hatte. Saatenkörner, alles, auch Karotten und Kartoffeln, aber Paprika noch nie. Aber ich kann euch sagen, das ist richtig lecker. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es nochmal mit Knoblauchstückchen auch nochmal ganz lecker ist. Oder vielleicht wollt ihr auch daraus Baguettes formen. Also wirklich ein ganz tolles, rustikales Brot, das nicht fehlen sollte. Und ich bin schon sehr gespannt auf eure Ergebnisse. Schreibt mir mal in die Kommentare rein, wie es bei euch gelungen ist. Ihr seht, es dampft, es ist noch ganz heiß, aber einfach köstlich. Tolle Farbe, viel Spaß und in diesen Videos sehen wir uns wieder. Ich freue mich schon sehr auf euch und sende euch liebe Grüße, eure Emma.